Moin Freunde, herzlich willkommen hier zu meinem neuen Vlog. Ich nehme euch hier mit auf meine Reise nach Amerika, denn wir spielen jetzt in Atlanta, die ESL Challenger Atlanta oder ich glaube besser bekannt als DreamHack Atlanta. Hatte natürlich wieder Startschwierigkeiten, denn ich habe gestern die E-Mail bekommen, dass mein Flug von Leipzig nach Frankfurt gecancelt wurde. Ja, und dann musste ich jetzt halt sehen, wie ich jetzt meinen Flug von Frankfurt nach Atlanta irgendwie bekomme. Aber ja, ich werde jetzt von meinem Vater nach Erfurt gefahren zum Hauptbahnhof und von dort fahre ich dann 3 Stunden mit dem Zug nach Frankfurt zum Flughafen. Ja, wie man es mir vielleicht ansieht, ich habe jetzt halt auch nicht geschlafen, durchgemacht, weil es ist jetzt gerade 3:20 Uhr und ja, in 10 Minuten fahren wir hier los, fahren 1 Stunde nach Erfurt und ja, ich habe dann den frühen Flug aus Frankfurt um 10. Das wird auf jeden Fall ein Wide Ride, also wie ihr auch vielleicht hier im Hintergrund seht, schon alles gepackt. Also wie gesagt, geht jetzt gleich los und ja, dann viel Spaß hier mit dem Video. So, ich habe es jetzt hier erfolgreich geschafft, sitze in Erfurt im Zug und jetzt stehen jetzt hier 3 Stunden Zugfahrt nach Frankfurt Flughafen auf dem Programm und dann startet hoffentlich pünktlich der Flieger nach Atlanta. Einmal. So, ist jetzt hier um 8. Ich bin jetzt hier angekommen in Frankfurt am Flughafen. Ich muss jetzt noch meinen Schalter finden. Gebe dann hier meinen Koffer ab. Ja, und dann Security-Check und dann heißt es weiter warten. Nochmal 2 Stunden, weil 10:15 Uhr geht jetzt der Flug, halt geguckt. Das wird auf jeden Fall sehr hart. Ich hoffe, dass ich jetzt im Flieger durchschlafen kann, weil ich habe, wie gesagt, jetzt 10 Nacht nicht geschlafen. Aber ja, mal gucken. So, ich habe jetzt hier erfolgreich geschafft. Bin jetzt hier auf dem Weg zum Gate. Ist jetzt auch schon Boarding. Habe mir jetzt hier noch eine kleine Stärkung geholt. So, ich steige jetzt ein in den Flieger und dann sehen wir uns auf der anderen Seite vom Teich. Moin, moin meine aktiven Freunde. So, Alex und ich sind jetzt hier angekommen in Dallas, eigentlich schon, in Atlanta. War ein 10-Stunden-Flug. Ich habe mir sogar Business gegönnt, also ich konnte jetzt sehr gut schlafen. War halt auch richtig, nachdem ich die Nacht jetzt zurückgemacht habe. Und ja, jetzt werden wir hier vom Shuttle abgepickt und fahren jetzt ins Hotel. Und ja, hier ist übertrieben, ne? Es sind 30 Grad. Schon mal was anderes als Deutschland auf jeden Fall. So, jetzt angekommen hier in Atlanta im Hotel. Es ist jetzt hier 15:30 Uhr Ortszeit, Deutschland dann 6 Stunden später, also 21:30 Uhr dementsprechend. Und ja, hatte sehr langen Travel Day oder etwas längeren Travel Day. Ich bin ja 3:30 Uhr früh in Deutschland los, 4 Stunden zum Flughafen gefahren, dann da noch 2 Stunden gehockt und dann 10 Stunden hierher geflogen. War okay, hatte schon schlimmere Travel Days auf jeden Fall. Und ja, jetzt bin ich froh, dass ich hier im Hotel angekommen bin, weil Amerika ist eh immer was Besonderes irgendwie und das Wetter ist auch sehr gut. Es sind ja 30 Grad. Ja, und wie gesagt, also ich war jetzt schon so oft hier in Amerika und ich kriege immer noch große Augen so. Das fasziniert mich immer noch alles irgendwie. Ich weiß nicht, das ist wie, als ob man in einer anderen Welt ist. Die ganzen Autos, die Menschen, wie die sprechen, wie die sich benehmen und ja, es ist schon irgendwie faszinierend hier und ja, ich freue mich immer wieder hier in Amerika zu sein und deswegen freue ich mich natürlich auch jetzt hier das Turnier spielen zu dürfen, weil das ist ja jetzt der Hauptfokus natürlich. Es ist zwar jetzt ein bisschen anderes Turnier als die zuvor, auf jeden Fall. Wir haben jetzt zum Beispiel keinen Practice Room, beziehungsweise ist ja heute an dem Anreisetag auf jeden Fall noch nicht ready, erst morgen, aber es ist eh nicht so ein richtiger Practice Room, weil das ist so eine, wie DreamHack, ist halt so eine Kongresshalle und da ist das halt so Backstage. Ich denke, das ist eh wie früher, so mit Vorhängen abgehangen, alles. Also ist jetzt nicht so ein richtiger Raum, wie ich jetzt euch im letzten Video gezeigt habe. Die anderen haben selben Bedingungen, deswegen alles gut. Bin jetzt hier im Hotel angekommen und jetzt wisst ihr, was hier kommt. Also als nächstes kommt natürlich jetzt hier eine kleine Roomtour. So sieht es aus jetzt hier beim Reinkommen. Bad war ich jetzt noch nicht drin, aber sieht schon optisch sehr cool aus. Toiletten, ja okay, das ist schon wieder sehr schlecht. Das ist doppelt, also Duschen in der Badewanne ist sehr schlecht und mit Vorhang dazu ist noch schlechter. Ich hasse das, weil dann klebt der Scheißvorhang immer am Arsch. Ja, hier wird Rigo bestimmt schlafen, das ist wieder mein Zimmerpartner. Da nestige ich. Und Ausblick habe ich jetzt auch noch nicht geguckt. Ich hoffe, wir haben einen geilen Ausblick.
Also das ist schon immer faszinierend, wie die Skyline oder so aussieht, die fetten Hochhäuser da. Das ist schon cool. Die anderen sind jetzt noch nicht da. Ich bin jetzt nur mit Alex, wir sind glaube ich die ersten sogar. Und ich glaube die nächsten, die jetzt kommen, sind Rigon, John und Karim. Und die anderen kommen erst ganz spät, die kommen erst 20 Uhr oder so. Also Denzel und Johannes. Und ja, jetzt gucken wir, was wir noch machen, weil wie gesagt, Prackraum ist nicht ready. Wir wissen jetzt nicht, was wir machen. Vielleicht gucken wir uns hier noch was an. Ich habe ja schon Wort auf Coca-Cola und so, das ist schon ganz cool. Vielleicht gehen wir da noch mal hin. Aber ja, mal gucken. So, wir gehen jetzt hier Fußball gucken. Karim, Rigon und ich. Und jetzt spielt Atlanta United gegen CF Montreal. Wir gehen jetzt ins Stadion. Tickets sind auch eigentlich relativ billig. Und ja, es ist halt MLS-Spiel. Nehmen wir halt mit, warum nicht? Und hier ist ja richtig wild, hier geht's richtig ab, auf jeden Fall. You have no conscience putting shot on him because the defense in the CF Montreal has been horrendous in 2024. Shots on target equals resilience. Give it up for Atlanta Dream Guard Prime Power! So, das Spiel ist jetzt vorbei. Atlanta United hat jetzt 2-1 verloren gegen Montreal. Und also ich habe schon mal auf jeden Fall besseren Fußball gesehen, muss ich sagen. Und da ist selbst, also die zweite Bundesliga in Deutschland ist ja viel besser. Aber an sich war es halt cool, das mal mitgenommen zu haben. Die Show war also cool, die machen halt sehr viel Show. War cool, das so zu sehen, aber ansonsten vom Fußball war es halt jetzt nicht krass, muss ich sagen. Also wie gesagt, zweite Bundesliga viel geiler. Und ja, jetzt geht's ab ins Hotel und dann schlafen. So, wir haben jetzt hier Tag 2 in Atlanta. Gestern haben wir nicht allzu viel gemacht, war nur gestern noch beim Fußballspiel, wie ihr dann gesehen habt. Es ist jetzt hier gerade 12 Uhr. Ja, also ich habe mich schon fertig gemacht. Rigon ist jetzt hier noch unter der Dusche, wie man vielleicht hört. Und dann treffen wir uns in circa 50 Minuten unten. Dann steht unser Mediatag an. Das ist auch ein relativ kurzer Mediatag. Also ich glaube, geht nur eine Stunde oder so. Ja, das zeige ich euch natürlich dann wieder, was wir da jetzt mal machen müssen. Vielleicht ist es jetzt irgendwas anderes als zuvor. Danach gucken wir uns den Practice-Raum an oder ich weiß ja nicht ganz genau, wie das aussieht. Also der ist jetzt sogar schon fertig, sogar vor der Zeit. Die haben eigentlich gesagt, dass der erst 16 Uhr fertig sein sollte, aber jetzt haben wir eine Nachricht bekommen, dass er jetzt schon ready ist. Und ja, wir machen uns jetzt hier fertig. Und ja, vielleicht habt ihr es gehört, Rigon hat auch Bock und ich habe Bock auf das Turnier, also sehen wir uns dann später. So, wir sind jetzt hier auf dem Weg zum Media Day. Wir müssen jetzt durch so eine Kongresshalle laufen und ja, dann machen wir halt Media. Das ist der Florian Rischer Vlog. Gashi, sag mal was zu Flo's Fans. Was geht ab, Leute? Bruder, das vergessen. Bruder, nein, Alter. Das ist verboten, das ist verboten. Du hast mich zum Lachen gebracht. Ich weiß. Jetzt müssen wir hier wie eine Art Pressekonferenz abhalten. Und ich kriege jetzt so Fragen gestellt. Mal gucken. Bisschen wild hier. Also, wir sind jetzt hier auf der Messe oder so, oder im Kongresszentrum. Und hier sieht es auf jeden Fall schon mal richtig wild aus. Hier ist alles aufgebaut, die Stände. Hier vorne ist hier Anime-Kram, das ist auch wie unserer Dings ist auch sowas.
So, wir gucken uns jetzt hier mal die Stage an. Und danach zu den Practice-Räumen. Also, es ist ja nur so ein kleiner Boost. So, SSD-Setup ist jetzt hier fertig. Ich habe alles aufgebaut, alles eingestellt und sollte alles passen für morgen. Wir spielen morgen 13:20 Uhr hier in Ortszeit. Es ist 19:20 Uhr dann in Deutschland. Und ja, so sieht das jetzt hier aus. Wie üblich halt da. Dann noch auf Aimbox drauf. Da steht noch eine Möglichkeit im Bereich. Ja, so ist die Bühne. Ja. Ich zeige euch jetzt die Practice Area oder die Practice Räume. Also auf jeden Fall ein kleiner Unterschied zu den anderen Turnieren. Also ich stehe schon sozusagen in der Practice Area. Und ja, ich zeige euch hier, wie das aussieht, wie unser Raum aussieht. Hello there. Klein, aber fein. Das fällt ineinander, Alter. Jo, das ist der Practice-Raum hier. Klein, aber fein. So, wir machen uns jetzt hier auf den Weg nochmal in die Arena, also selbe Arena wie gestern. Wir gucken heute Football, heute spielt Tampa Bay Buccaneers gegen Atlanta Falcons und ja, mein erstes Footballspiel und es ist jetzt kurz vor 8 und ja, wie gesagt, das auch mit den Practice-Räumen ist auch ein bisschen schwer, weil die sind halt 22 Uhr ist halt Schluss und deswegen müssen wir halt 21:30 Uhr dann raus und das ist halt ein bisschen blöd irgendwie, weil das Spiel fängt jetzt hier 20:30 Uhr an circa und da die Stunde, da haben wir gedacht, dann gucken wir das Spiel, wenn das vor der Haustür ist. So, wir sind jetzt hier auf dem Weg zurück. Wir konnten das Spiel leider nicht ganz zu Ende gucken. Also wir haben bis zum Score von 30:30 war richtig krankes, knappes Spiel. In der letzten Sekunde hat er dann noch ein Skint gemacht. Aber schon übelst geile Erfahrung und die Stimmung ist übel heftig. Also hat sich auf jeden Fall sehr gelohnt. Aber leider konnten wir halt nicht zu Ende gucken, weil morgen das Spiel geht natürlich vor und wir wollen jetzt alle schlafen. Das Hotel ist ja eh nur 2 Minuten jetzt hier weg von der Arena. Also wir sind jetzt gleich da, dann geht's ab in die Haia und dann Full Fokus für morgen auf das Spiel. Wir freuen uns natürlich drauf. Und jo. So, moin hier an Tag 3 in Atlanta. Es ist ja 9:30 gerade in der Früh. Ich kam gerade aus der Dusche. Rigon ist noch in der Dusche, wie man vielleicht hören kann. Heute ist der lang ersehnte Game Day. Wir haben nachher 13:20 Uhr hier Ortszeit unser erstes Spiel gegen Odek. Wenn alles gut läuft, haben wir danach noch ein Best of One. Und wenn das auch noch gut gelaufen ist, dann sind wir durch in den Playoffs. Also so einfach kann es sein. Hoffentlich klappt es halt auch bei uns. Wir sind aber guter Dinge, dass wir das Ding rocken. Wir haben gut trainiert zu Hause und freuen uns auf unser erstes Spiel jetzt hier. Gleich geht es zur Analyse und danach haben wir das Official. Jawohl! He's taken matters into his own hands, tried to make a play in the previous round, entry into this one, but Crimbo makes light work of 3. He thinks it might be B. Yeah, he's desperate for something to go his way. Give me a break. Give me a break, he says. Not going to happen. Rigon will find the final frag. And another quick game coming in. Another expected victory. Big looking clean. Jo, wir haben jetzt hier das erste Game gewonnen gegen Odek. Das war ziemlich easy. Ich glaube 13:2, also glaube ich 25 Minuten oder so. Jetzt waren wir gerade in unserem Hotelzimmer, haben kurz gechillt und jetzt geht's wieder zum Practice-Raum, machen Analyse gegen M80 wahrscheinlich. Die spielen aktuell noch, ja, und dann geht's für uns ins zweite Game und wenn wir das gewinnen, sind wir schon in den Playoffs, und falls nicht, haben wir noch eine Chance, spielen dann BO3 und dann packen wir das aus und so. Eine Flash von Sinn an Kurz, die kommt jetzt.
Und das hittet gerade kein Timing. Rigon rennt einfach in der Zwischenzeit lang durch. Der kennt er auch nicht so. Und Rische muss jetzt aufpassen. Die AWP könnte ein kleines Geschenk werden oder auch nicht. Saftiger 4K. AWP verteidigt. Nice, Rische. Alter. Den viel zu geil bestückten Menschen hier im Chat. Der Sack wurde zugemacht. Der Sack wurde zugemacht. 13:11 für den bezaubernden Big Clan und einer geilen Performance hier. So, Playoffs geschafft. Wir haben jetzt hier das 2 gegen M80 gewonnen. Haben uns sehr wohl gefühlt. Hatten sogar erwartet, dass sie eigentlich eine andere Map spielen, aber das 2 nehmen wir immer gerne. Und ja, die Fans sind eigentlich ganz gut. Stehen sogar für uns, wo wir hier in der AA spielen. Aber ja, wir freuen uns, haben jetzt morgen nochmal Tag 3 und dann sind wir schon direkt im Halbfinale. Und ja, freuen wir uns natürlich auf die Playoffs. Stehen vielleicht sogar das Finale an, Titel, mal sehen. Aber erstmal Step by Step. Das wäre auch bis